Mein Name ist Florian Meindl, ich bin Techno-Producer, Live-Act und DJ. Meine Hauptprojekte sind das Techno-Label Flash Recordings und das Sounddesign-Label Riemann Kollektion. Zum Techno bin ich eigentlich relativ früh schon gekommen, durch einen Freund, der mir eine Mix-CD war das, glaube ich, gezeigt hat. Mir war der Sound ziemlich neu, weil der nicht so wirklich im Radio lief. Davor habe ich schon so ein bisschen House und Progressive House gehört, hauptsächlich vom Radio. Also das muss so im Alter von 12, 13 gewesen sein. Mit circa 15, 16 habe ich eigentlich dann schon Techno aufgelegt auf so kleinen Partys, teilweise auch schon in Clubs. Und das war eigentlich das, wo ich dann gesagt habe, ich kann mir da auf jeden Fall mehr vorstellen. Ich möchte irgendwie da dabei bleiben und habe das dann irgendwie ernster genommen und auch gleich begonnen mit der Musikproduktion. Das dürfte so im Alter von 17 gewesen sein. Und ja, 3 Jahre später, also so mit 20, hatte ich dann meinen ersten Release auf Platte. Das war eine relativ große Sache für mich und ich konnte dann auch relativ schnell davon leben, weil ich dann auch auf Trapez Recordings war. Das war damals ein sehr starkes Label und so hat sich das immer weiterentwickelt. Ich habe zwar nebenbei dann auch noch Music Technology studiert in London. Ursprünglich komme ich aus Nähe-Linz in Österreich. Bin eben dann nach London gezogen, habe dort Music Technology studiert und nebenbei, das war auch in der Uni-Zeit, habe ich schon mit Riemann Kollektion, meinem Sounddesign-Label, begonnen und Sample Packs produziert. Das war schon immer so ein bisschen ein zweites Standbein nebenher und das ist eigentlich heute nicht anders. Der Umstieg von Software zu Hardware war relativ hart, muss ich ehrlich sagen. Ich habe am Anfang immer zum Beispiel eine MIDI-Spur rausgeschickt zu einem Hardware-Synthesizer und den dann aufgenommen. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht viel weiter hinausging, als wie das zu machen und dann wieder Software-Effekte auf die Hardware drauf zu machen. Und das war irgendwie nicht das, was ich richtig wollte. Also habe ich schnell festgestellt, dass ich wirklich versuchen muss, einen ganzen Track nur mit Hardware zu produzieren. Erstmal wirklich nur die Summe aufzunehmen und versuchen, alles in einem Take zu machen und maximal dann in der Software vielleicht noch vorne und hinten ein bisschen was wegschneiden. Und das hat mir dann eben geholfen, gewisse Entscheidungen auch sofort zu treffen und zu wissen, dass das dann nicht mehr veränderbar ist. Wenn ich mich irgendwie zu sehr in der Produktion verkopft habe und nicht mehr weiterkomme und nicht mehr so richtig weiß, ob es jetzt gut ist oder nicht, und ich das auch merke, höre ich gern mal auch andere fertige Produktionen, die ich gut finde, um nicht nur meine Ohren neu zu kalibrieren, sondern auch gewissermaßen meinen Geschmack neu zu kalibrieren. Und wenn ich dann wieder zurückkehre zu der Produktion, höre ich meistens sofort, okay, das war jetzt nichts, da muss ich neu beginnen, am besten mit was komplett anderem. Oder vielleicht war es ja auch nicht mal so schlecht. So ein typischer Tag sieht eigentlich so aus, dass ich kurz vor Mittag aufwache. Also meistens weckt mich dann der Hund auf und wir gehen dann noch gleich raus im Park. Das ist ganz gut, dann habe ich gleich ein bisschen Bewegung. Am Nachmittag mache ich dann, angefangen von Steuersachen bis hauptsächlich E-Mails, solche Sachen, Kommunikation. So gegen Abend bewege ich mich mal in Richtung Studio. Oft fahre ich vorher auch noch beim Just Music vorbei und gucke mir neue Synthesizer an oder probiere Sachen aus. Das ist so ein großer Musikladen in Berlin. Oder zum Schneidersladen ein paar neue Module ausprobieren und angucken. Oder auch zum Hardwax, Platten kaufen. Mein Produktionsprozess beginnt am Abend mit einem Espresso und meistens mit einem klaren Ziel, so wie zum Beispiel einen Track zu produzieren oder ein Sample Pack zu beginnen oder es fertigzustellen oder ein neues Gerät zu lernen oder mal auszuprobieren. Und wenn ich jetzt kein klares Ziel habe, und eben nur mit einer neuen Hardware einfach mal rumspielen will, dann kann alles Mögliche entstehen, eben von Samples bis ein fertiger Track
Oder ich habe halt einfach nur was dazugelernt. Das ist auch schon gut, weil ganz ehrlich, die Hälfte der Zeit im Studio oder fast die Hälfte verbringe ich eigentlich mit Lernen von neuen Techniken, neuen Geräten, neuer Software. Da geht fast die Hälfte der Zeit eigentlich drauf. Mein Techno-Label Flash Recordings habe ich 2007 zusammen mit Oliver Kolecki damals noch gegründet. Wir haben da so von Minimal bis Electro House alles released. Das war eben der Sound damals. Nach ein paar Jahren hat sich das dann jedoch so ein bisschen auseinandergelebt, geschmacklich. Und ich wollte Flash mehr in Richtung Tech House bewegen. Das war ca. 2010, würde ich mal behaupten. Und habe das dann eine Weile alleine gemacht. Und so ab 2012 ist es dann immer mehr in Richtung Techno gegangen. Und ja, spätestens ab 2014 eigentlich nur mehr Techno, klassischer Techno. Und den Sound fahre ich jetzt eigentlich auch noch immer. Auf Flash veröffentliche ich meistens monatlich. Alle 2 Monate gibt es eine Vinyl. Mehr Vinyl wäre schwer möglich, weil es ja auch mit vielen Kosten verbunden ist, ein bisschen mehr Aufwand mit der Covergestaltung und so weiter. Und mir ist wichtig, dass die Core-Artists nicht zu kurz kommen, also mindestens 1 bis 2 Releases im Jahr haben. Die Core-Artists sind momentan Mython, Black Lotus, Animal Mother und ich selber natürlich. Diesen monatlichen Rhythmus möchte ich jetzt aber aufbrechen und versuchen, wöchentlich zu releasen. Ich habe da eine Serie geplant namens Output. Die ist nur mit Releases von Animal Mother und mir, wöchentlich, aber abwechselnd. Das heißt, ja, die Woche ein Release von mir und nächste Woche dann Release von Animal Mother. Und insgesamt 8 Releases pro Artist, mit jeweils aber nur 2 Tracks. Und die Strategie dahinter ist eben, dass es öfter eine News gibt, auch zum Posten auf Instagram und einfach, damit es wirklich einen wöchentlichen Output gibt, aber eben mit nicht so vielen Tracks. Und vielleicht wird das Ganze dann auch später auf Vinyl zusammengefasst, auf 2 Alben, das weiß ich jetzt noch nicht. Das mache ich auch so ein bisschen vom Erfolg des Projekts abhängig. Ich mag das Albumkonzept eigentlich sehr gerne, hauptsächlich auf Vinyl bezogen, weil man da eben ein Paket hat mit, in meinem Fall meistens 2 Platten und das irgendwie so eine Art Zusammenfassung von einem gewissen Sound, von einer gewissen Zeit darstellt. Das mag ich sehr gern. Momentan arbeite ich an keinem Album, weil ich eher versuche, einen stetigen Output zu haben. In dem Fall jetzt eine kleine EP alle 2 Wochen. Ich habe aber schon vor, dass ich nochmal ein Album mache, vielleicht mit einem gewissen Konzept oder einfach nur als Zusammenfassung von dem Sound, an dem ich gerade arbeite. Das muss ich mir noch überlegen.